Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch gerne ein Kostüm nähen. Und zwar steht hier bald Halloween an und das nächste Fasching kommt bestimmt. Und ich möchte für meine Kinder ein Schneckenkostüm nähen. Und zwar habe ich dann einfach ein langes Stück ähm, Pannesamt, ist das glaube ich. Hatte ich noch im Schrank liegen. Daraus wollte ich das Schneckenhaus. Und dann schneide ich mir davon Streifen ab für die Träger. Für die Fühler habe ich so einen sehr flauschigen Haarreifen gefunden. Den werde ich mit Draht stabilisieren. Und da kommen dann auch Fühler, genähte Fühler aus dem gleichen Stoff drauf, die ich dann auch ausstopfen werde. Dazu brauche ich natürlich Füllwatte. Da habe ich reichlich Füllwatte da. Ansonsten kann man auch ein altes Kissen nehmen, das Synthetik gefüllt ist und daraus die Füllwatte entnehmen und damit dann seinen Steckenpanzer ausstopfen. Dann legen wir mal los. So, mein Pannesamtstück ist, um das mal genau zu wissen, na so gute 1,40 Meter lang oder breit, wie man es nimmt. Und das habe ich vor einer Weile mal mit der Overlock einfach umkettelt, um es vorwaschen zu können. Ich denke mal, dieses Schneckenhaus werde ich sicherlich nicht vorwaschen oder nicht waschen müssen. Aber vorgewaschen ist immer gut. So, das werde ich jetzt einfach rechts auf rechts aufeinander legen. Und mal gucken, in welchem Winkel ich das dann so schneide. Also so ein Schneckenhaus, ich möchte das von breit nach schmal zusammennähen, um dann nachher das Schneckenhaus von innen nach außen aufrollen zu können. Dieses Pannesamt rollt sich immer ziemlich stark ein. Dann werde ich das hier so ausrollen und aufeinander stecken, rechts auf rechts. Und dann, dass ich auch wirklich die Mitte treffe. Und dann muss ich natürlich noch aufpassen, dass ich genug Stoff übrig lasse, um die Fühler rauszukriegen und die Träger. Weil man muss das Ding ja noch anziehen können. Das könnte man auch aus einem anderen Stoff machen, aber es sieht natürlich schöner aus, wenn es der gleiche Stoff ist. So, dann gucke ich, dass ich das alles hier so schön glatt streiche, dass das alles gut aufeinander liegt. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch erst zusammennähen und dann erst abschneiden, weil sich sonst meine Ränder ja wieder eindrehen und einrollen. Und dann näht es sich nicht so gut. Man kann das natürlich auch mit Nadeln machen, wenn man möchte. Und wenn man keine Klammern hat, vor allem, auch gar kein Problem. So, dann würde ich mal mir ein langes Lineal nehmen. Hier kann ich ja eigentlich vom Rand her zusammennähen. Allerdings trifft der jetzt auch nicht so super aufeinander hier, der Rand. Also, ich mache hier so einen leichten Winkel rein. Einfach nach Bauchgefühl.
dass hier irgendwelche Wellen drin sind, hier unten. Hier. Macht gar nichts, weil ich das ja nachher sowieso dann ausstopfe. Und auch so ein Schneckenhaus darf auch gerne mal ein bisschen wellig sein. Das ist ja nicht glatt, auch in der Natur nicht. Und deswegen, der Stoff, der dürfte auch kunterbunt sein. Das wäre auch ganz schön. So, ich hatte diesen Stoff jetzt hier da und dachte, so mit dem Flausch ist ganz nett. Man kann da sicherlich auch jeden beliebigen Jersey nehmen. Zum Beispiel. So, jetzt mache ich das hier noch hin und dann runde ich das aus. So, dass ich hier wenigstens in einem rechten Winkel ankomme, dass ich dann nachher dann ein rundes Ende habe etwa. So, dann muss ich aus dem, was hier dann übrig bleibt, noch meine Träger rauskriegen und meine Fühler. Die Träger möchte ich dann gucken, dass die vielleicht länger werden. Die müssen ja auch nicht sehr breit sein. Ich muss einen Tunnel nähen können und das dann durchziehen. Ich sag mal so ein Stück. Vielleicht eins rechts, eins links, da das ja doppelt liegt. Ich jetzt nur noch gucken, dass ich jetzt hier die Träger noch die Fühler noch rauskriege. Werde ich oben, vielleicht mache ich das auch hier lang, ja oben einen Kreis nähen fürs obere Ende der Fühler, dass das da so knubbelig ist. Und dann ich muss ja die Nahtzugabe noch lassen, weil ich will ja hier noch nähen. So. Ein Tunnel, durch den muss nachher dann der Draht durch von dem Kopf. Und der ist oben, das Auge oder was das ist bei der Schnecke. So, also hier liegen die relativ gut aufeinander. Mache ich mir hier die zweite Kugel hin. Das muss ja auch nicht gleich groß sein. Hauptsache ähnlich. Okay, und dann muss ich aus dem Rest hier dann noch meinen Tunnel rauskriegen. Dann gehen wir mal an die Nähmaschine. So, ich habe jetzt hier meinen ganz normalen Standard-Nähfuß drin, allerdings in der Dualtransport-Variante, sodass ich den Obertransport einschalten kann. Ich mache eigentlich immer den Obertransport ein, solange nichts dagegen spricht. Und in diesem Fall ja, möchte ich eben, dass das Zeug auch gleichmäßig transportiert wird. Ich weiß noch nicht, wie flutschig und dehnbar das so ist. Deswegen ist es mir sicherer, wenn es einfach von oben und unten gleichmäßig transportiert wird. Garnfarbe hätte ich jetzt passend wählen können. Ich habe einfach schwarz genommen, weil es sowieso nur eine innenliegende Naht ist und man das nicht sehen wird. Ich werde die auch nicht verstürzen und absteppen, sondern einfach nur innen nähen und dann wenden und dann füllen. Ich nähe jetzt innerhalb meiner angezeichneten Kante, sodass ich die angezeichnete Kante nachher wegschneiden kann. Ich fange hier ein paar Zentimeter auf dem Stoff an, einfach nur weil der zweite Stoff von hinten nicht bis ganz an den Rand geht. Und mit einem ganz normalen Gradstich. Ich könnte das jetzt verstärkt nähen, aber da wird ja jetzt nicht so eine große Last drauf sein. Ich werde, je nachdem wie voll ich das stopfe, ich muss es ja nicht prüfen, also wenn ich wirklich so richtig knalle voll stopfe, sollte ich das wahrscheinlich jetzt verstärkt annähen, das werde ich aber nicht tun. Und abgesehen davon wird die meiste Last nachher nur auf der Verbindung zwischen Trägern und Schneckenhaus sein. Und auf dieser Naht wird ja keine so, die wird nicht so strapaziert.
Diese Maschine hat zwar einen Fadenabschneider, der nervt mich aber mehr, als dass er mir bringt. Deswegen mache ich das selbst. Ab und zu mal das Füßchen ein bisschen liften in der Kurve. Ja, glücklicherweise keine sehr genaue Arbeit, die man hier macht. Passt doch. Dann schneide ich das gleich erstmal aus. Und dann kann ich gucken, wie ich dann noch was noch übrig bleibt für die Träger. Dann schneiden wir das mal aus. Ich glaube hier hinten, ich will es ja sowieso ausstopfen. Dadurch ist es ja Quatsch, alles, was ich nicht brauche, abzuschneiden. Das kann ich ja gleich reinstopfen. Dadurch werde ich hier auch nicht bis vorne abschneiden. Ich lasse das erstmal dran. Ich schneide mir erstmal meine Fühler aus. Schneide ich erstmal hier ab. Ich werde dann auch zwischen den beiden Fühlern lang schneiden, möglichst mittig. So. Gut, dann kann ich das ja schon mal wenden. Ich habe jetzt hier meinen Haarreif genommen und mit so einem einfachen Draht aus dem Baumarkt rumverdrillt. Dadurch ist er ja noch mal ein bisschen kürzer geworden. Und an den Enden, dass das nicht durchpiekst, habe ich die Enden habe ich umgebogen nach unten. Okay, drauf damit. Ja, das ist besser. Ich vergaß kurz, dass ich ja auf meiner weißen Linie schneiden könnte. Den habe ich jetzt ein bisschen schmal abgeschnitten hier. So, ich werde es nicht als Tunnel machen, weil wie wir wissen, ist das Umwenden fies. Das Zeug scheint mir auch überhaupt nicht auszufransen.
Dann werde ich das vielleicht einfach offen lassen. Wie eine Jersey-Nudel. Einfach annähen. Dann kommt das einfach so rum. Okay. Und dann können wir den jetzt wenden. Ist leer. Okay. Gucken wir mal, wie so der Füllstand wäre, wenn man das jetzt rollt. Ja, das sieht doch süß aus. Macht einen guten Eindruck. Hier passe ich auf, dass diese Naht oben in der Mitte ist, weil dann kann die Schnecke, wenn ich sie dann zusammennähe, passe ich auf, dass die Naht immer in der Mitte ist und dann fällt die nachher nicht so auf. Hier gucke ich, dass da so ein Kinderkopf dazwischen passen würde. Hier werde ich dann noch zweimal drüber nähen, dass die Träger gut halten. Ich mache das hier wieder mal nach Augenmaß. Wer möchte, darf da gerne nachmessen. So, jetzt habe ich mal doch einen passenden Faden eingefädelt, sowohl oben als auch unten, da dies eine sichtbare Naht ist. Es wäre einem Kind vielleicht auch egal, aber ich würde das sehen. Jetzt muss ich mir hier den Füllwatte schön wegdrücken, dass die mir nicht unter den Fuß gerät. Ich ziehe Nadeln immer raus. Es gibt Leute, die nähen da drüber. Mir ist das nichts. Ich ziehe die raus. Irgendwann muss ich sie ja sowieso rausziehen. Stick. So, das Ganze mache ich jetzt parallel dazu nochmal. Hauptsächlich wegen der Träger.
So, den Rest nähen wir per Hand. So, ich habe jetzt noch einiges an diesem Garn auf der Unterfadenspule und das werde ich dann jetzt also einfach nur benutzen. Und habe nun auch noch diese Kante final angenäht, mit Hand mehrfach hin und her, dass sich die Last schön verteilt und hier nichts aufreißt. Und hier kommen jetzt die Träger raus. Und um die zu befestigen, werde ich hier oben einen Streifen annähen mit 3 Schlaufen. Also einfach einen Streifen, den ich an außen und zweimal in der Mitte annähe, sodass ich dann diese Träger da durchfädeln kann. Und dann kann ich da drüber entweder so einfach führe ich sie außen durch und dann habe ich so eine Schleife und dann können eine Schlaufe und dann können hier die Arme durch von den Kindern. Oder ich kann es auch vor der Brust kreuzen und dadurch fädeln. Also jedenfalls habe ich dann alle Möglichkeiten, kann ich da durchfädeln und festschlaufen und muss mich jetzt nicht auf eine Länge festlegen. Weil wenn die dann mal das über eine Jacke tragen wollen, dann müssten die Schlaufen länger sein. Dann will ich ja auch nicht, dass es von den Armen runterrutscht, wenn sie es nur mit Pulli tragen. Genau. Und da ich von diesem Stoff ja nun leider nichts übrig behalten habe, habe ich hier einfach mir ein altes T-Shirt geschnappt, was nicht mehr, was ein bisschen ausgeleiert ist. Ich werde mir einfach vom Saum ein bisschen was abschneiden, weil das halbwegs farblich passt. Einfach ein bisschen einrollen und dann hier so annähen. Auch wieder per Hand. Die Schlaufen dann durch. Und dann kann man es festknoten. Schleifen. Gut, dann kann ich dann nachher hier durchschlaufen, das hier durchschlaufen und dann wahlweise so rum oder so rum. So, und dann hier ein Schleifchen machen. Ja, vielen Dank, dass ihr das Projekt mit mir gegangen seid. Und ja, bin ich gespannt, ob ihr das nachmacht, ob ihr was daran ändert. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.